Vater. Dear Heavenly Father, Bitte gib uns jetzt ein gutes Studium, dass wir alles gut verstehen. please grant us now a good study and that we can understand everything. Bitte gib uns dann einen guten Tag auch noch. And please also grant us then a good day. Ich lobe und preise dir das Namen. Praise you and give you thanks in Jesus' name. Amen. Okay, good morning everyone. Morgen alle zusammen. Okay, now I just want to, this morning I was not, let's just say I didn't have great confidence that you understood what we did yesterday morning. Right? Und heute Morgen dachte ich, ja, weil ich nicht so große Zuversicht hatte, dass ihr gestern Morgen so gut folgen konntet. So, and I realize it's quite a deep topic. Und ich erst dann nochmal erkannt habe, dass es wirklich ein tiefgehendes Thema ist, was wir angeschaut haben. But this point is, I mean, I think in order to understand Daniel 11, you have to grasp this. If you don't grasp this, you will get lost when you get to Daniel 11. Aber ich glaube, um das wirklich verstehen zu können, also um Daniel 11 verstehen zu können, müssen wir das nochmal richtig verstehen, was wir gestern angeschaut haben. So, okay, so we're just going to go over that again, and then I can maybe rest a bit more satisfied that we are following the points I'm making. Ich werde da nochmal hindurchgehen, sodass ich ein bisschen mehr Ruhe haben kann, dass ihr besser verstanden habt, nämlich diese Punkte, die ich gemacht habe. Okay, so I've just used the Millerite line as a pattern. Ich werde die Miller-Linie als ein Muster benutzen. Okay, from 1798 down to 1844, you have the seven thunders, right? 1798 bis 1844 haben wir die 7 Donner. And the seven thunders is an illustration from the time of the end to the first, second, and third angel's messages, right? Und die 7 Donner ist ja eine Darstellung von der Zeit des Endes hinabgehend über die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Now, notice here, I've done it from the Sunday law down to the final review, right? Und beachtet hier, ich habe jetzt die Linie ausgespannt vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. Because you have to see the Millerite line as a pattern at two levels. Wir müssen verstehen, dass die Miller-Linie ein Muster auf 2 Ebenen ist. And the reason why I want you to see that is because at this level I've highlighted the time of the end, the first, second, and third angel's messages, right? Und der Grund, warum ich das jetzt hier dargestellt habe, ist, weil ich jetzt hier auf dieser Ebene jetzt hier die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft hier hervorgehoben habe, an diesem Wegmark. Okay, now that is the gospel, right? Und das ist ja auch das Evangelium. And every person must go through the gospel, right? Same gospel for everybody, right? Und jede Person muss ja durch das Evangelium gehen und es ist dasselbe Evangelium für jedermann. Right? So at this level, when you look at the Millerite line as the gospel, it has to be to one group of people. Also auf dieser Ebene, der Miller-Linie, wenn du das Evangelium anschaust, dann muss es ja um eine Gruppe von Leuten sich handeln. Everybody know what I mean? So from everybody who's been tested here will come to the time of the end and they'll go through the first, the second, and the third expression. That's where the door will close upon them, right? Was ich damit meine, ist, dass jeder, der hier dann eintritt, in der Zeit des Endes, der geht dann durch diesen Test der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft hindurch und da schließt dann die Tür am Schluss. Right? Richtig? But, okay, you'll get my point in a minute. But if we parallel this now with Pharaoh's line, right? With Moses' line, excuse me. Weil wenn wir das jetzt mit Mose-Linie parallel setzen, Right? There's two pharaohs in that line marking two different conflicts or two different Sunday laws. da gibt Right? es dann diese 2 Pharaonen und die markieren ja dann 2 verschiedene Konflikte oder 2 Sonntagsgesetze. So the point I want you to make is at this level, from the time of the end to the third angel's message, it's the Sunday law crisis for one group of people. Right? Den ich machen möchte, auf dieser Ebene hier, von der Zeit des Endes bis zum 22. Oktober, ist die Sonntagsgesetzkrise für eine Gruppe von Leuten, also es ist ein Sonntagsgesetz.
But we understand Moses' line is just a perfect parallel line to this, right? Aber wir wissen auch, die Mose-Linie ist eine perfekte Parallele hierzu. But when you look at Moses' line is talking about 2 Sunday laws, right? Und wenn wir die Linie von Mose betrachten, dann sehen wir, dass die Linie von Mose über 2 Sonntagsgesetze spricht. Right? Now, Moses' line is the alpha. What's the omega to it? Und die Linie von Mose ist ja das Alpha, und was ist das Omega zur Mose-Linie? Christ. Christ. You don't need to answer that. They need to be answering this. It's the Christ line, right? Die Linie von Christus. Moses is a type of Christ, right? Moses ist ein Typus für Christus. Okay? So the birth of Moses typifies the birth of Christ. Die Geburt von Moses schattet die Geburt Christi voraus. Okay, so so what I want us to see is that maybe this is too complicated for me to explain, but in the line of Moses, so here we have 2 Sunday law crises, right? But it's just a parallel to this line, right? Also hier auf der Darstellung haben wir jetzt die 2 Sonntagsgesetzkrisen, und das ist aber eine Parallele zu der Linie da oben. So when you line the Millerite line up with the Pharaoh line, with Moses' line, you have Wenn du die Miller-Linie jetzt parallel setzt zur Linie von Mose, a Pharaoh at the beginning, mit dem Pharao am Anfang, and you have a Pharaoh here, right? und ein Pharao hier. And it's marking 2 Sunday laws, right? Und es stellt 2 Sonntagsgesetze dar. So therefore, on one level, you can take this right here and fit it into there, right? Deswegen auf eine Art und Weise kann man ja dann die obere Linie, die ganze obere Linie nehmen und dann hier reinsetzen. Richtig? So the 3 angels' messages are a parallel to Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Also die 3 Engelsbotschaften sind ja auch eine Parallele zu Kyros, Darius und Artaxerxes. Richtig? Right? So if we're taking that principle, I can do this, right? I can do this. I can do Darius. No, what am I doing? Excuse me. I'm thinking of this Darius. Also wenn ich das jetzt hier tue, dann kann ich jetzt hier Kyros, Cyrus, Darius, Darius, Artaxerxes, right? Artaxerxes einsetzen. Just for clarity, the arrow you have on the front line between Darius and Cyrus, this means that they are interlinked and it's not meaning that they are exchangeable, right? No, let's not go there. I'll come to that bit in a moment. The artistic is let's do one point at a time, right? Also die Frage war hier über diesen Pfeil hier, der oben ist, also da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Okay. Lass uns erstmal hier weiter. The point I just want to make, right? So this is a parallel to the first, second, and third angels' messages, right? Diese 3 Könige sind eine Parallele zur ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft, richtig? Okay. Right. So now remember, in Millerite history, Artaxerxes was the beginning of the 2300. The third angel's message was the end of the 2300. Denkt an die Müller-Geschichte, da war der Artaxerxes, das Dekret des Artaxerxes der Beginn der 2300, aber die dritte Engelsbotschaft das Ende. Right? Richtig? So I'm just going to do the same here, right? Dasselbe Cyrus, tue ich jetzt auch in dem Sonntagsgesetz hier. Darius, Kyros, Darius, Artaxerxes. Artaxerxes, right? So 1, 2, 3. 1, 2, 3. So the parallel line to Pharaoh's line was Christ's line. Christ's line is also a parallel to Millerite line, right? Und die parallele Linie von Mose ist ja Christi Linie, und Christi Linie ist auch in einer anderen Art und Weise parallel zur Miller-Linie. And Sister White parallels the Christ line with the Millerite line through the 3 angels' messages, right? In White setzt ja die Linie Jesu parallel mit der Miller-Linie durch die 3 Engelsbotschaften. She says those that rejected the message of John couldn't accept the message of Christ. Those that rejected the message of Christ crucified him, right? Sagt sie, diejenigen, die die Botschaft des Johannes verworfen haben, hatten keinen Nutzen von der Lehren Jesu und haben ihn dann letztendlich auch gekreuzigt. Okay? So
those that didn't accept the message of John, right, the first message, couldn't accept Christ when he began his public ministry, and they crucified him. Also Right? diejenigen, die die Botschaft des Johannes, die erste Botschaft abgelehnt haben, konnten oder haben dann auch die zweite Botschaft, nämlich die Botschaft von Jesu abgelehnt und haben ihn dann gekreuzigt. Right? It's the exact same thing. So that, and she parallels it. Those that didn't accept the first angel's message couldn't accept the second. Those that didn't accept the second rejected the third and crucified the messages. Right? Das setzt ihr dann parallel mit der Mittaggeschichte, wo sie sagt, diejenigen, die die erste Engelsbotschaft nicht angenommen haben, konnten auch die zweite Botschaft nicht annehmen. Und die die zweite Botschaft nicht angenommen haben, haben dann die dritte oder alle drei Botschaften dann gekreuzigt. So on one level, when you take Christ's line, it's also teaching the gospel from the time of the end to the closed door, right? Auf eine Art und Weise lehrt uns also auch die Linie von Christus, dieses Evangelium von der Zeit des Endes bis zur geschlossenen Tür. Everybody follow that, right? Kann jeder folgen. But on another level, Aber auf einem anderen Level you have two temple cleansings, right? haben wir hier zwei Tempelreinigungen in der Linie von Jesus. And the two temple cleansings is the Sunday law crisis, Und die zwei Tempelreinigungen ist ja auch die Sonntagsgesetzkrise. right? From temple cleansing to temple Und cleansing. zwar von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung. So, just like Pharaoh begins there, right? It's more teaching this level, right? Also genauso wie Pharao dann hier anfängt, lehrt uns das dann dieses Level, Right? diese Ebene. So when you've taken it from the time of the end to the cross, it's the three angels' messages. It's one group of people being tested. Wenn Right? du die Linie von der Zeit des Endes bis zum Kreuz nimmst, ist es die drei Engelsbotschaften und eine Gruppe von Leuten wird getestet. But when you break down these two boxes from temple cleansing to temple cleansing, that in itself is a Sunday law test, and you would now put it in one of these boxes. Aber wenn du Right? jetzt diese Boxen runterbrichst, dann siehst du auch hier von Tempelreinigung bis Tempelreinigung, das an sich schon ist eine Darstellung des Sonntagsgesetzes. Und das kannst du dann nehmen und dann hier in die Sonntagsgesetzboxen reinsetzen. Right? So what I'm trying to say, you have to see these lines at both levels. It's either teaching you the from time of the end to the closed door, it's the Sunday law crisis, or it's teaching you two Sunday law crises. Right? Wir müssen halt diese Linien auf verschiedenen Ebenen betrachten. Zum Beispiel von der Zeit des Endes bis zum Schluss ist einmal die Sonntagsgesetzkrise, aber dann auch zum Beispiel hier, von hier bis hier ist eine Sonntagsgesetzkrise. Deswegen, man muss das auf beiden Ebenen betrachten. Right. So if this box in the Christ line, the two temple cleansings, can teach the Sunday law crisis, then the birth of Christ to the baptism must also teach the Sunday law crisis. Also Right? wenn diese Box hier mit den zwei Tempelreinigungen die Sonntagsgesetzkrise lehrt, dann muss auch die erste Box in der Linie von Jesus, nämlich von der Geburt bis zu seiner Taufe, die Sonntagsgesetzkrise lehren. Right? Richtig? So I'm just trying to show you that this lines is at one level, or at a different level it's showing at the same level in two parts, right? Deswegen, wir können also diese Linie auf einer Ebene betrachten oder letztendlich auf diesen Ebenen, wo die Sonntagsgesetzkrise zweifach dargestellt wird. Everybody following what I'm trying to say? Kann jeder folgen, was ich sagen möchte. Ladies, don't be shy to say no, and I'll explain it again, right? Because I don't want to lose anybody. Wenn irgendjemand das nicht richtig versteht, dann sagt ruhig, dann ich möchte keinen verlieren. Okay, so go to Daniel 9 and verse 1. Gehen wir jetzt zu Daniel 9, Vers 1. It says, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, right? So I've put M there for he's the Darius of the Medes, right? Hier wird Darius mit dem M, das ist der Meder, Darius. Okay, because this Darius here is Darius the Persian, right? Dieser Darius da ist der
Perser Darius. So in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Bis Vers 2. So, the first year of Darius is 538, right? It's the fall of physical Babylon. Das erste Jahr des Darius ist ja 538 vor Christus und das ist der Niedergang des physischen oder buchstäblichen Babylons. And the fall of physical Babylon is pointing forward to the fall of spiritual Babylon. Und der Fall des buchstäblichen Babylons weist ja vorwärts auf den Fall des geistlichen Babylons. Right? Richtig? So, type, antitype, Typus, Antitypus. in one sense, right? In einem Sinne. Everybody follow that? Yes? Okay. Können wir hier folgen? But the Sunday law crisis is the 1260, Aber die Sonntagsgesetzkrise ist ja auch die 1260. which is from 538 to 1798. Was dann von 538 nach Christus ist bis 1798. So what do you now have here? Was hast du jetzt hier? N- n- Yes, is the time of the end. And we're talking about this, right? What is this? Also wir sprechen ja hier in dem Kontext hier. Was ist das hier noch? Fall of Babylon, Bei right? Babylons. What is this? Was ist das? The fall of Babylon, Der Fall right? Babylons. So I'm saying we've got the 1260 and I'm pointing to this. So what is now this? Ich habe die 1260 und das weist hierhin, was ist das wirklich? Fall of Babylon, Der right? Fall, der Niedergang Babylons. Okay, so this is the point that I want you to see. This is what I was trying to get us to understand yesterday. Und das ist der Punkt, den ich euch sehen lassen möchte. Das ist der Punkt, den ich euch gestern zu verstehen gegeben habe. The fall of Babylon is marked at the beginning and the end. Der Fall Right. Babylons ist am Anfang markiert und auch am Ende. Okay? Because the time of the end, we know, is at the beginning and the end, right? Wir wissen, dass die Zeit des Endes am Anfang als auch am Ende markiert ist. So it says here in Daniel 9 that Daniel was understanding about the 70 years captivity in Babylon, right? Steht in Daniel 9, dass er jetzt diese 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon verstanden hat. Okay, Oder danach betrachtete sie. so let's just go back, go to Jeremiah 25, Gehen wir zu Jeremia 25. verse 12. Jeremia 25, Vers 12. It says, "And it shall come to pass, when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon. And that nation, saith the Lord, for their iniquity, and the land of the Chaldeans, and will make it a perpetual desolation." So there's a time period here, and then there's something going to happen at the end of that time period. What's the time period, and what's going to happen at Das the ist end of eine it? Zeitspanne hier und dann passiert etwas am Ende. Und was ist es, was am Ende der Zeitspanne passiert? Say that. 7 years and then the destruction of Babylon. Okay, so Es gibt Das 70 ist- Jahre und dann folgt die Zerstörung. there's a 70-year period, and at the end of that 70-year period, Babylon is going to be destroyed, right? Also am Ende der 70 Jahre wird Babylon hier zerstört werden. Okay, so 538, not this 538, that's 538 ED, right? But, sorry, I rubbed that off, but this, let me just write 538 BC. Also das hier ist 538 vor Christus. And this is ED, right? Das ist nach Christus. Okay, I was getting confused about that myself. So, 70 years, right? 70 Jahre. Brings you to the fall of Babylon, right? Bringt dich hier zum Fall Babylons.
And 1,260 years brings you to the fall of Babylon, right? 1260 bringt dich auch zum Fall Babylons. Right? And Sister White parallels these two time periods, right? Und Ellen White setzt diese beiden Zeitspannen parallel. The 70 with the 1260, right? 70 mit den 1260. Not specifically this 70, Nicht so sehr diese 70 if I hier, want to be honest, it's the other 70, but we'll see that she's actually bringing them both together, right? sondern es ist diese andere 70, die bis 536 geht, aber wir wollen sie letztendlich ja zusammenbringen. Also das, You'll see in a das moment. werden wir gleich sehen. Jeremiah 29 and verse 10. Gehen wir dazu zu Jeremia 29, Vers 10. It says, "For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you in causing you to return to this place." Right? So, what do we see here? Was sehen wir hier? Same question that I asked for the last one. What do we see? Selbe Frage, die ich eben für die andere 70 gestellt habe. Was sehen wir hier? 70 years and then the restoration of Jerusalem. Right, 70 years, right? And then at the end of it, they're going to be released to rebuild Jerusalem. Also 70 Jahre und am Ende dieser 70 Jahre werden sie befreit, um jetzt wieder Jerusalem aufbauen zu können. Okay, but here it's talking about, so, Deswegen diese 70 spricht dann über dieses erste Dekret, wo sie wieder zurückkehren konnten. now it's this 70 that she parallels with the 1260, Und right? es ist aber diese 70, die dort endet, die sie mit der 1260 parallel setzt. Right? Richtig? We know that time of trouble is marked by 1260, right? Wir wissen, dass die Zeit der Trübsal durch 1260 dargestellt wird. So you can parallel these two thoughts, right? Und deswegen können wir diese beiden Gedanken auch parallel setzen. Everybody follow? Kann jeder soweit folgen? Begins at the beginning. Only prophetically. No, I mean, if you would draw the arrow, it would go to the. Yeah, but I'm not doing that because we're looking at something historical at the moment, right? I'm just saying that this time of trouble here, prophetically speaking, is the 1260. She parallels that literal 70 years with the 1260, right? And it ends Also- with 536. Yes, it ends in 536. Cyrus. Also I'll come diese Zeitspanne hier prophetisch gesehen ist ja in eine 1260 und sie setzt es parallel mit dieser 70 hier, die hier endet. Und die Frage ist auch noch, ja, wo würde jetzt die 70 beginnen? Historisch gesehen natürlich hier vorne, aber prophetisch gesehen könnte man sie auch hier anfangen lassen. Also ich möchte sie aber jetzt erstmal historisch anschauen. Let's deal with one thing at a time, otherwise it gets too confusing, right? Lass uns mit einem nach dem anderen erstmal abhandeln, sonst wird das zu verwirrend. Okay, so the point I was making, right, when you Artaxerxes is the beginning of the 2300, October 22nd is the end, right? Also Artaxerxes ist der Anfang der 2300 und der 22. Oktober das Ende. So I can do this, right? Deswegen könnte ich das hier machen, richtig? Everybody follow what I mean by that? Kann It jeder goes folgen? from here that way, but in this sense it comes and ends here, right? Also es geht sozusagen vorwärts von Artaxerxes und die 2300 endet dann bei dem 22. Oktober. Okay. So this 70 that comes to the work of Cyrus, who releases the children of Israel, where did it begin? Die 70, die zum Werk Kyros führt, wo er die Kinder Israels befreit, wo fing das an? Buchstäblich. 606. No, not time, but with whom? Look at the board. It's the answers right there in front of you. Also mit wem fing es an? Also nicht zeitmäßig, sondern mit welchem König? So, Joachim. Okay. Mit Joachim fing es an. It's exactly the same scenario, right? Genau dasselbe Szenario, dieselbe Darstellung. Here's where it ends. There's where it begins.
right? Hier ist, wo die 70 Jahre enden und hier sind die 70 Jahre, wo sie anfangen. Mit Joachim. Right? Richtig? Okay. Now you see why it's important. All these things the Lord wants you to look at individually to see what it is He's trying to teach you from that, right? All diese Dinge müssen wir individuell betrachten, damit wir erkennen können, was der Herr uns damit lehren möchte. Because when we go to Leviticus 26, right, you have these 7 times, right? Wenn wir zu Levitikus 26 kommen, da haben wir diese 7 Zeiten. And the 7 times are governed by Manasseh, Jehoiakim, Jehoiachin, and Zedekiah. Und die 7 Zeiten sind ja durch Manasse, Joachim, Joachim, Zedekia bestimmt. Which are a parallel to the time of the end, first, second, and third angels' messages. Welche Right? dann auch eine Parallele sind zur Zeit des Endes und die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Zedekiah is the destruction of Jerusalem. Und Right? Zedekia stellt ja die Zerstörung Jerusalems dar. Okay. So, now we come to this point that Christian made. The quote that I posted yesterday, the first one. Und das erste Zitat, was ich gestern gepostet habe, da können wir jetzt auf den Punkt eingehen, den Christian eben gefragt hat. These things are just like one giant puzzle, right? And you have to sit there and work it out, like doing a crossword. Und diese Dinge sind wie ein großes Puzzle und wir müssen da uns hinsetzen und versuchen, die richtig einzusetzen. It says Das erste Zitat von heute. and the unexpected entry of the army of the Persian conqueror into the heart of the Babylonian capital by way of the channel of the river, whose water had been turned aside, and through the inner gates, that in careless security had been left open and unprotected, the Jews had abundant evidence of the literal fulfillment of Isaiah's prophecy concerning the sudden overthrow of their oppressors. And this should have been to them an unmistakable sign that God was shaping the affairs of nations in their behalf. For inseparably linked with the prophecy outlining the manner of Babylon's capture and fall were the words, Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. So, according to this quote, what 2 events are being linked together? Gemäß diesem Zitat, welche 2 Ereignisse werden hier miteinander verbunden? Right. Also der Fall Babylons und die Freilassung der Juden nach Jerusalem. So the fall of Babylon, right, Der Fall Babylons ist hier in 538 in 538 to the rebuilding of Jerusalem, which was here by 36, right? der Wiederaufbau Jerusalems, das war dann hier 536. Okay. So from here to here is 3 years, right? Von hier bis hier sind 3 Jahre, Yes? inklusiv gerechnet. It's just simple. So I'll just do that here. 1, 2, 3. Right? Das können wir hier tun. 1, 2, 3. Okay. Now, what was the point I wanted to make from that? Okay. This, what did they say? What in this quote? What did they say that this was? Was in dem Zitat, was wird gesagt? Was ist das? 46 years. I said it was a sign, right? Sagt, es war ein Zeichen. Just go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says the advent of the army of Cyrus before the walls of Babylon was to the Jews a sign that their deliverance from captivity was drawing nigh. Right? It was a sign. So you've got 2 quotes there telling you that this event right here, the fall of Babylon, was a sign. Wir haben 2 Zitate hier, die uns zeigen, dass der Fall Babylons ein Zeichen für die Juden war. So in the quote before that, it says that these two events, 538 when Darius surrounds Jerusalem, Babylon, and Cyrus, they're inseparably linked, right? Also hier in dem Zitat zuvor haben wir gelesen, dass wenn Kyros jetzt hier Babylon umlagert und hier, wenn er sie freilässt, diese beiden Ereignisse sind untrennbar miteinander verknüpft. Right? Richtig? Now,
get your mind wrapped around this, right? Nun versucht euren Verstand da jetzt drauf zu fokussieren. So, type, fall of Babylon, right? Ein Typus der Fall Babylons. Antitype, spiritual fall of Babylon. Antitypus geistlicher Fall Babylons. So, now, she parallels this 70 years, the literal captivity in Babylon, with the 1260. Ihr seht ja hier, das ist die Parallele, diese buchstäbliche Gefangenschaft in Babylon mit der 1260. But here it's this 70 years that's paralleling the 1260 here. Aber in Right? dieser Darstellung ist es diese 70 Jahre, die parallel stehen zu der 1260. And she's saying that this event is inseparably linked with this event. Und sie sagt dann auch noch, dass dieses Ereignis untrennbar verbunden ist mit dem Ereignis. So what's she paralleling? Also was setzt sie folglich parallel? This 70 with this 70, right? Jetzt also diese 70 mit dieser 70 parallel. Because this 70, she says, is a parallel to the 1260. Sie sagt ja, diese 70 ist eine Parallele zur 1260 gewesen. But this 70, you know, prophetically speaking, finished here, and this 1260 finished here, right? Aber diese 70 prophetisch gesprochen endet hier und diese 1260 prophetisch gesehen hier. But they have to be the same, right? Aber sie müssen dann jeweils dasselbe sein. She's trying to get us to see something. So when you know that this 1260 can also be in here, then this 70 can also be in here, Deswegen, right? wir wissen ja, dass diese 1260 hier auch repräsentiert werden kann, wissen wir, dass also auch folglich diese 70 hier drin repräsentiert werden kann. Now, the key is this. Und der Schlüssel ist das hier, das Zeichen. Why? Warum? Warum? Deliverance is nigh. No. I'm pointing at what the key is, and you're telling me something else. Look, this is the key. What's this? Was ist das? Zeichen. No, what this word right here? It's a sign, right? Ein Zeichen. Okay, so what did Jesus say about this sign? Und was hat Jesus über das Zeichen gesagt? One sign from Jonah. You're only getting one sign, right? Das ist nur das Zeichen Jonas. Where is the sign on the line? Und wo ist das Zeichen auf der Linie? At the end, Am right? Ende, When you come out of the belly, wenn right? das im Bauch hervorgehst. And let's bring it down to our time, right? What is going to bring about God's people being brought out of the belly? What is going to happen? Und wenn wir es jetzt zu unserer Zeit runterbringen, was wird dazu führen, dass Gottes Volk aus dem Bauch hervorgeht? Die Vorhersagen eintritt. Yes, that's true, but Ja, das stimmt. what is going to happen? Aber was wird passieren? Städte. The cities are being punished, right? Städte werden bestraft werden. So when the cities get punished, prefigured by 9/11, right? Wenn die Städte bestraft werden, vorausgestattet durch den 11. September, It's a sign, dann right? ist das ein Zeichen. Because God's people will then come out of the belly, right? Weil Gottes Volk dann aus dem Bauch hervorgehen wird. The belly is right there, right? Der Bauch ist dann genau hier. Everybody follow? Kann jeder folgen. Okay. Now, does that, according to the Reform lines, does that deny this right here? Und gemäß der Formel würde das dann das hier verleugnen? Okay, Fyodor, why not? Come on, we Nein. spoke about this yesterday. Warum nicht? Okay, let me. Yes, but it says a sign that the deliverance is nigh. This point is where deliverance. No. You missed that's here. You're saying when your deliverance draws nigh. Also das ist dann hier, wo das Zeichen kommt, dass deine Befreiung nahe ist. Okay, the point I wanted to make is right that let's go here. What do you have? Was haben wir hier? Two temple cleanses, Zwei right? Tempelreinigungen. Okay, so and the temple what is the temple cleansing? What does it symbolize? Und was ist das? Was ist die Tempelreinigung? Was stellt sie dar? No, not the work that he's doing from temple cleansing to temple cleansing. What does the temple cleansing symbolize?
Was stellt die Tempelreinigung dar? There was 2 temple cleansings, and at each one, yes, okay. What did Christ do? Was hat Christus getan? What did he illustrate there? Was hat er dort illustriert? Power. Yes, the divinity shone through humanity, right? Die Göttlichkeit durch die Menschlichkeit vorgestrahlt hat. And what was that a sign? Und war das ein Zeichen? It was the sign of Jonah, Das right? war das Zeichen Jonas. Okay, I want you to understand this, because initially, when we first start looking at this, we understand this was the 2 births, right? Ursprünglich, als wir uns das angeschaut haben, da haben wir verstanden, dass das die 2 Geburten sind. Birth at the beginning, birth at the end, right? Geburt am Anfang, Geburt am Ende. And that's not wrong, right? Das ist auch nicht unbedingt falsch. Because when you bring it down to this, you have got this sign at the beginning and you have this sign at the end, Wenn wir right? es ja hier runterbringen, sehen wir haben ein Zeichen am Anfang und ein Zeichen am Ende. Because when the Sunday law comes, what does the Lord send? Wenn das Sonntag so jetzt kommt, was wird der Herr senden? Light and power, right? Licht und Kraft. Okay. So in some sense, you have this partial birth there. It's basically the grace that allows you to go through the crisis, and if you're faithful, at the end you have the birth, right? In einem Sinne hast du hier also diese Teilerfahrung. Der Herr gibt dir hier diese Gnade und wenn du treu bist, dann kriegst du hier die erste Geburt. Okay, so let me ask a question, right? It says that if we're not gathering the oil, who has entire control over us? Dann sagt er, wenn wir das Öl nicht sammeln, wer hat vollständige Kontrolle über uns? Satan, right? Satan. So, forget what you can see with your eyes. The fact of the matter is, if we were not receiving the oil on a daily basis, right, Satan would have entire control over us, right? Deswegen beachtet nicht, was ihr mit euren Augen sehen könnt, sondern Tatsache ist, dass wenn wir das Öl nicht auf einer täglichen Basis erhalten, dann hätte Satan vollständige Kontrolle über uns. So, what does has Satan got entire control over us? Nun, hat Satan momentan vollständige Kontrolle über uns? We're still in his captivity, so. No, that's not what I'm asking. No. I'm asking, has Satan got entire control over us? Nun, hat No. Satan vollständige Kontrolle momentan über uns? Nein. Okay. So the point is that you are given grace, and if we were not receiving that grace, we would be picking sticks up and beating each other, right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir also folglich Gnade erhalten. Und würden wir diese Gnade nicht erhalten, dann würden wir uns hier mit Steinen erschlagen. Okay, so it's an evidence, right, that when you trust in what the prophetic narrative says, you can believe that birth experience is already beginning in your heart, even though you've not fully conquered everything, right? Deswegen ist es ein Beweis dafür, dass diese Geburtserfahrung sozusagen hier bereits am Anfang losgeht, auch wenn du noch nicht wirklich alles überwunden hast. Right? And if you're faithful at the end, right, you will have this birth that was marked by the latter rain, right? Wenn du treu bist, dann wirst du diese Geburt dann hier am Ende haben, dargestellt durch diesen Spätregen. Okay, now, so when you go to, the second quote there says, the Advent army of the Cyrus before the walls of Babylon was to the Jews a sign that their deliverance from captivity was drawing nigh. Das zweite Zitat haben wir nochmal gelesen, das war dieses Zeichen, dass die Befreiung nahe war. So the Bible and Spirit prophecy have to be in agreement, right? Also die Bibel und der Geist der Weissagung müssen ja übereinstimmen. So go to Luke 21. Gehen wir zu Lukas 21. And let's begin in verse 25. Lukas 21, Vers 25.
it says, and there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, upon the earth distress of nations. So who's been distressed here? Wer hat hier Drangsal? The nations have been distressed. Die Nationen, die haben hier Drangsal. With perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens shall be shaken. Bis Vers 26. This is marking the shaking of the heavens and the earth, right? Markiert hier also die Erschütterung des Himmels und der Erde. And then, when the nations get distressed, it says, then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory, right? Also dann, in Vers 27, wenn die Nationen also im Drangsal sind, dann wird und die Himmel erschüttert werden, dann werden sie den Menschensohn kommen sehen in großer Kraft und Herrlichkeit. Okay, so point I want you to see from this, right? 9/11, right? Und ich euch damit zeigen möchte, ist hier, wenn wir den 11. September betrachten, Typifying the punishment upon the cities at the end of the world, right? es schattet ja die Bestrafung hier der Städte am Ende der Welt voraus. When those great buildings in New York come down, Revelation 18, 1-3 will be fulfilled, Wenn right? diese großen Gebäude in New York runterkommen, sagt Ellen White, wird der Offenbarung 18, 1-3 erfüllt sein. In Revelation 18, the whole earth is going to be filled with the glory of God, right? Und Offenbarung 18 sagt ja, die ganze Erde wird mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein. And when God's people come out of the belly, that's what it's marking. They're filled with the glory of God. Das ist ja, wenn Gottes Volk aus dem Bauch kommt, das ist, was dann passiert. Sie sind mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt. So it's saying when the nations get shaken, when the cities get punished, verse 28. Sagt er also, wenn die Nationen erschüttert werden, die Städte bestraft werden, dann ist das, was jetzt hier in Vers 28 beschrieben ist. When these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. It's the sign, right? Das ist das Zeichen. So the sign is that Babylon is being punished, right? Das Zeichen, was du sehen musst, ist, dass Babylon bestraft wird. When you see that Babylon is being punished, that's your sign that you're just about to be delivered, right? Wenn du siehst, dass Babylon bestraft wird, das ist ein Zeichen, dass du bald befreit werden wirst. Okay? It's another proof that the sign of Jonah, it's the only sign, is perfectly fulfilled at the end, right? Weiterer Beweis, dass das Zeichen des Jonas hier perfekt am Ende erfüllt ist. Right? Das ist das einzige Zeichen. This point. Everybody follow. Kann jeder folgen. God demonstrates the end by the beginning, Gott right? zeigt das Ende vom Anfang auf. Okay, so now the point that I want to see, right? So now we just deal with this line, right? It's one Sunday law, right? Also wenn wir jetzt einfach nur diese Linie als ein Sonntagsgesetz betrachten, You can see that this waymark and this waymark is one waymark, right? also sehen, dass diese Wegmarke und diese Wegmarke eine Wegmarke ist. Okay. Now, the point I want you to see from this is when we come back to Leviticus 26, to Manasseh, Jehoiakim, Jehoiachin, and Zedekiah, Und wenn wir zurückkommen zu 3. Mose 26 und diese 4 Könige von Manasse bis Zedekia anschauen, right? Manasseh represents this spirit of pride. dann stellt ihr Manasse diesen Geist des Stolzes dar. Jehoiakim was marking spiritualism. Und Joachim ist Spiritismus. Jehoiachin, false message. Joachim ist eine falsche Botschaft. And then down to Zedekiah was sun worship, right? Und dann Zedekias Sonnenanbetung. These are these 4 abominations that are in Ezekiel chapter 8, right? Das sind diese 4 Gräuel aus Hesekiel Kapitel 8. Manasseh was an earnest. Und Manasse war eine Anzahlung, It's a warning, right? eine Warnung gewesen. And then it progressively leads you down to the closed door. Because when they bow down to the sun, in Ezekiel 8, what does the Lord do? Und dann führt das progressiv hinab zur geschlossenen Tür, denn wenn sie in Hesekiel 8 dann vor der Sonne anbeten oder niederfallen, was macht der Herr? Just go yes, go to Ezekiel 8. Gehen wir zu Hesekiel 8.
let's go to verse 15. Ezekiel 8, Vers 15. It says, Then said he unto me, Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than these. And he brought me into the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs towards the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worshipped the sun toward the east. Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? For they have filled the land with violence. What have they done? Was haben sie getan? They filled the land with violence. Sie haben das Land mit Gewalttat gefüllt. And have returned to provoke me to anger. And lo, they put the branch to their nose. Therefore will I also deal in fury. Mine eye shall not spare, neither will I have pity. And though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them. Right? So their probation closes. 18, ihre Gnadentür ist zugegangen. Right? So, doesn't matter. Okay, but the point is that when you see that this is through the movement or the people that's been tested here, it's teaching us about a progressive fall, right? Also es lehrt uns hier, dass die Leute, die hier geprüft werden, das ist dann ein progressiver Abfall. So we can put here on this level here, Jehoiakim, Auch hier dann auf der Ebene hier Joachim, Jehoiachin, Jehoiachin, and Zedekiah. Zedekiah. Because this is teaching us one group is being cleansed. This is teaching us one group is being leavened. Right? Diese Darstellung hier lehrt uns, wie eine Gruppe gereinigt wird, und diese Darstellung lehrt uns, wie eine Gruppe verunreinigt oder versäuert wird. And just like Darius and Cyrus are inseparable, Manasseh and Jehoiakim are the same, right? Und genau wie, can you repeat this? Just like Darius and Cyrus are inseparably linked, Manasseh and Jehoiakim is the same. Also genau wie Darius und Kyros untrennbar miteinander verbunden ist dasselbe auch dann für Manasse und Joachim. Now, was Cyrus here with Darius? War Kyros hier zusammen mit Darius? Yes, right? Okay, so, and it was 3 years from Darius to Cyrus, right? From 538, 537, 536. Es Right? gab 3 Jahre von 538 bis 536, nämlich 538, 537, 536. Which year of Jehoiakim was this? Und welches Jahr von Joachim war das hier, When they went into captivity. als sie in Gefangenschaft kamen? Go to Daniel 1. Gehen wir dazu zu Daniel 1. Verse 1. Daniel 1, Vers 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, to Jerusalem and besieged it. And this is when he took them into captivity. Das ist ja, wo er sie in Gefangenschaft geführt hat. So which year was it? Welches Jahr war es? His 3rd year. Das war das 3. Jahr Joachims. Which year of Cyrus was it here? Welches Jahr Kyros war es hier? His 3rd year, right? Auch hier ist sein 3. Jahr. So, and you can take Jehoiakim back 3 years to the point where Nebuchadnezzar comes, makes an oath with him. It's just showing you prophetically it's the same thing, right? Man könnte auch Joachim jetzt vom 3. Jahr hier 3 Jahre zurücknehmen. Das ist das 1. Jahr, das ist dann, wo Nebukadnezar kommt und diesen Eid von ihm nimmt. Right, so I could, just like I could put Cyrus there, I can also put Jehoiakim there, right? Genau wie ich Kyros auch hier hinsetzen könnte, könnte ich auch Joachim jetzt noch hier hinschreiben. Right? And the Lord is linking these two waymarks together in this sense, right? Er möchte also diese beiden Wegmarken in diesem Sinne miteinander verbinden. So, Cyrus, Darius, Artaxerxes, the 1st, 2nd, 3rd angel's message is the Lord work in rebuilding you
Whereas this is Satan's work in destroying you, Jehoiakim, Jehoiachin, and Zedekiah. It's the two opposing works that are going on, right? Also Kyros, Darius, Artaxerxes ist das Werk des Herrn, um dich wieder aufzubauen, wohingegen Joachim, Joachim und Zedekia das Werk Satans ist, um dich zu zerstören. Das sind diese zwei entgegengesetzten Werke hier. Okay. Those that are receiving the oil, those that are not receiving the oil, right? Diejenigen, die das Öl bekommen und diejenigen, die das Öl nicht erhalten. Right? This is what the Lord wants us to see from that, Und right? das ist, was der Herr uns dadurch zeigen möchte. Das ist interessant, weil die das verwerfen, sind ja Israeliten, ja, und die anderen sind Heiden. Sehe ich das richtig? That's a nice point. Was? She's saying, did we get that? Also sie sagt, diejenigen, die es hier verwerfen, sind Israeliten und diejenigen, die es erhalten, sind Heiden. Yeah, just for the others, that Sister Manuel is pointing out, it's interesting that the symbol that's used for Satan destroying you is Jews, and the symbol that is used for being those that are being receiving the oil is Gentiles, right? And that's what Christ shows in the Bible, right? He uses the same illustration, right? Das Symbol, was die Bibel benutzt, um das Zerstörungswerk Satans zu zeigen, ist mit den Juden. Und das Symbol, was Christus hier benutzt, um das Wiederherstellungswerk zu zeigen, sind Heiden. Und das ist ja auch, was Jesus letztendlich auch in der Bibel benutzt, um zu zeigen, dass die Heiden das eher erhalten als die Juden. Okay. Now, last point I want to make, I think it's less, but maybe there's more than that, but we'll come to that in a minute. Right, so, we understand that pride, spiritualism, false message and sun worship is also marked by Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, right? Das ist noch, dass diese vier Gräuel oder Parallele dann zu Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom ist. Which is this statue, right? Was auch dieses Standbild ist. And this statue is a symbol of the Sunday law crisis that when it comes, is going to progressively lead God's people down till be destroyed at the end, right? Dieses Standbild ist ja eine Darstellung der Sonntagsgesetzkrise, dass wenn es aufkommt, wird es progressiv niederfallen, bis es dann am Ende zerstört wird. Nebuchadnezzar was this pride, right? Nebukadnezar war dieser Stolz. The bear with the three ribs in his mouth, Sister White says it's spiritualism, right? Und dieser Bär mit den drei Rippen im Maul, sagt irgendwann, das ist Spiritismus. Greece is a symbol of human philosophy, which is a false message, right? Griechenland ist ein Symbol für die menschliche Weisheit, ist eine falsche Botschaft. And Rome, Sunday, right? Sun is the child of Rome, Und right? Rom ist Sonntag, das ist das Kind Roms, Right. der Sonntag. All goes back to Babylon, right? All these Was things. geht alles letztendlich auf den Ursprung von Babylon zurück. So the point I want to make the other day is that when we were looking at it, right? The lion and the bear. Der Punkt, den ich machen möchte, letztens haben wir uns angeschaut, der Löwe und der Bär. What were they? Was waren sie? One, Yes, right? Sie waren eins. The Bible was linking the lion and the bear as one together, Die right? Bibel hat den Löwen und den Bären als eins zusammengefügt. Okay, this is what's going to help us to tackle Daniel 11. We don't get this, we don't get anything, Und right? wird uns helfen, Daniel 11 besser zu verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir Daniel 11 nicht verstehen können. Okay, we're following a bit better than yesterday. Können wir jetzt ein bisschen besser das nachvollziehen als gestern. Okay, right? So, because just go to Leviticus 26, Gehen wir zu 3. Mose 26. because and it's the fourth 7 times, right? Und das ist ja die 4. Erwähnung der 7 Zeiten. And the fourth 7 times is talking about Zedekiah, right? Und die 4. Erwähnung der 7 Zeiten spricht über Zedekia. Right. So it says, verse 27. Sagt uns dann hier in Vers 27. And if you will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me, then I will walk contrary unto you also in fury, and I, even I, will chastise you 7 times for your sins.
And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. What's that? Was ist das denn? The destruction of Jerusalem, right? Die Zerstörung Jerusalems. And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. And I will make your cities waste, right? So Sister White says very clearly, the destruction of Jerusalem is the destruction of the cities. Ellen White sagt sehr deutlich, die Zerstörung Jerusalems ist die Zerstörung der Städte. And bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savour of your sweet odours. And I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Then shall the land enjoy her Sabbath. So from the point that the cities are punished and the scattering takes place, what's going to happen? Von dem Punkt, wo die Städte zerstört werden und die Zerstörung stattfindet, was findet dann statt? The land's going to enjoy her Sabbath, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemy's land. Even then shall the land rest and enjoy her Sabbath. Now, why is the land going to rest? Where are the people? Dann wird das Land ruhen, wenn sie dort bestraft werden. Und They're in captivity. warum wird das Land ruhen? Wo sind die Leute? Sie sind in Gefangenschaften. So regardless of what anything else says in the Bible at this point, just by reading this point, when he punishes the cities, it's marking a point where you go into captivity and the land is going to rest, right? Er sagt letztendlich, wenn er die Städte bestraft, dann markiert es den Punkt, wo du in die Gefangenschaft gehst und das Land ruhen kann. Because it said, as long as it lieth desolate, it shall rest. Because it did not rest in your Sabbaths when ye dwelt upon it, right? Das ist Vers 35. So in order for it to rest, they can't be dwelling there anymore. They have to be in captivity, right? Damit es ruhen kann, können sie nicht mehr in diesem Land wohnen, sondern sie müssen in Gefangenschaft sein. Okay, now go to 2 Chronicles 36. Jetzt gehen wir zu 2. Chronik 36. And let's begin in verse 15. Lass uns in Vers 15 anfangen. It says, And the Lord God of their fathers sent them by his messengers, rising up betimes and sending, because he had compassion on his people and on his dwelling place. But they mocked the messengers of God and despised his words and misused his prophets until the wrath of the Lord arose against his people till there was no remedy. Now in Ezekiel 8, where did the wrath of the Lord come? Nun in Hesekiel 8, wo kam der Zorn des Herrn? The fourth abomination, Bei dem right? vierten Gräuel. And this is talking about the destruction of Jerusalem, right? Und diese Verse sprechen ja hier über die Zerstörung Jerusalems. Which was Zedekiah, Das ist auch Zedekia the war. fourth, right? Der vierte. Which is here, Was auch hier ist. which is parallel to here. Eine Parallele ist hierzu. Right? You'll see that in a moment, right? Das werdet ihr gleich sehen. Therefore he brought upon them the king of the Chaldees, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion upon young man or maiden, old man, or him that stooped for age. He gave them all into his hand. And all the vessels of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, the treasures of the king and of his princes, all these he brought to Babylon. So what did he take up to Babylon? Was hat er so nach Babylon gebracht? All the treasures, right? All die Schätze. And they burnt the house of God, and brake down the wall of Jerusalem, and burnt all the palaces thereof with fire, and destroyed all the goodly vessels thereof. And them that had escaped from the sword carried away to Babylon, where they were servants to him and his sons, until the reign of the kingdom of Persia. Until when? Bis wann? Königreich der Perlen, ja. So from Zedekiah, Von Right. Zedekia, also bis der Königreich der Perser kam. they go into captivity until when? Sie gehen in die Gefangenschaft bis wann? Bis zu Kyros. Until Cyrus, Bis right? Kyros kommt. Because verse 22,
No, verse 21. In Vers 21 sagt uns, To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed her Sabbath. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. So what's it doing prophetically? also was macht es jetzt prophetisch gesehen? It's taken us from the destruction of Jerusalem Es bringt uns von der Zerstörung Jerusalems to Cyrus. bis Kyros. And it's telling us that it's 70 years, Und right? sagt uns, das sind 70 Jahre. Not literally, right? Nicht buchstäblich gesehen. But when you parallel, right, this is why it's important you see these lines, right? Aber wenn das jetzt parallel setzt, dann ist es wichtig, dass wir diese Linien sehen. What's here? Was ist hier? Okay, now, so just go to Daniel chapter 1. We'll quickly finish off with these thoughts. Right? Joachim. Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 1 nochmal. In Daniel 1, you'll see that it's the same language that we just read in 2 Chronicles, right? In Daniel 1 werden wir sehen, es ist dieselbe Sprache wie in 2. Chronik. Verse 1. Daniel 1, Vers 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of God. What did he give him? Was hat er ihm gegeben? All the parts, the treasures, right? Also diese Teil der Reichtümer. Ja. Which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake to Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and the king's seed, and of the princes, children in whom was no blemish, but well favoured and skillful. So he's taken the treasure, and he's taken God's people into captivity. Also Right? nimmt die Reichtümer und auch Gottes Volk hier in die Gefangenschaft nach Babylon. Right here. Genau hier, im 3. Jahr. So it's marking the beginning of the 70 years. Right? Markiert also hier den Anfang der 70 Jahre. Paralleling the destruction of Jerusalem, Was auch eine Parallele ist zur Zerstörung Jerusalems. which they want to see prophetically takes you 70 years until the reign of Cyrus. Und das Right? ist dann, was der Herr zeigen möchte, ist dann hier prophetisch gesehen, gibt es dann hier diese 70 Jahre, die dich dann zu Kyros bringen. Right? Until the land rest. Bis das Land zu Ende geruht hat. Right? Richtig? Go on, Manuela. What's confusing you? No, it's not. Can you repeat this, the last one? Sounds like a little time of peace for the land. Yes, so until the land rest. Yeah, you made the parallel with the... Because Jehoiakim marks, that's the beginning of the captivity. That's what we just read. Joachim markiert ja den Beginn 3rd year of der Jehoiakim. Gefangenschaft. Das ist ja, was wir in Daniel hier gesehen haben, im 3. Jahr von Joachim. Beginning of the captivity, right? Beginn der Gefangenschaft. How long is the woman forgotten? Wie lange ist die Frau vergessen? For 70 years. 70 years, Jahre. right? Until the Sunday law. Oh, okay. Just parallel, same principle, but here, till the Sunday Bis law, zum right? Sonntagsgesetz. So it's teaching you this, right? Line upon line. This is the way that it's a puzzle, right? Es lehrt uns das Linie auf Linie und das ist wie ein Puzzle. And when you understand that these reform lines are teaching you these things at 2 levels, then you have to split it at 2 levels, and then it will bring everything together for you, Und right? wenn du verstehst, dass die Reformlinien dich auf diesen 2 Ebenen immer etwas lehren möchten, wenn du sie dann sozusagen aufteilst, dann siehst du auf einmal die ganzen Parallelen und was Gott dir zeigen möchte. Because this was just the beginning. Zedekiah was marking this point here, right? Weil das hier ist ja hier die Darstellung des Anfangs, aber Zedekia ist ja hier, aber er markiert in dieser Darstellung dann diesen Punkt hier. So you have the beginning and the And end, and this mark in the same way mark, right? Also Same sozusagen principle, den Anfang und das Ende, selbe Weg, Marke, selbes Prinzip. right? Joachim beginning, the Cyrus was the end, right? You had that same principle. You had Artaxerxes was the beginning, October 22nd, the end. Always showing you this beginning and end, right? Also dasselbe Prinzip, Joachim Anfang, Kyros Ende, hier Artaxerxes Anfang, 22. Oktober das Ende. Beide markiert. If you go into captivity, it begins with Babylon and ends with Medo-Persien. Also wenn du in die Gefangenschaft gehst, fängt es mit Babylon an und es endet mit Medo-Persien.
yes, what was your point with that? No, I only want to make this confused. Like, because it's written in Second Chronicle. It begins with Babylon and ends with Melchizedek. Also das ja, was geschrieben ist, fängt mit Babylon an und It's the hört same mit kingdom. Medo-Persien auf. Right. Okay. Dasselbe Königreich. Okay. Now, so the last point we're going to close is now go to Daniel 11. Den letzten Punkt, den wir machen möchten, ist jetzt hier aus Daniel 11. In fact, just read Daniel 10:1 first, Nun, lass uns zuerst Daniel 10, Vers 1 lesen. because we need to be sure that we understand this correctly. Wir müssen sicher sein, dass wir das richtig verstehen. So, Daniel 10, verse 1 is marking the point where Daniel has this last vision, right? This vision here he's having in Daniel 10 goes all the way to the end of the whole thing, right? It's one vision. Daniel 10, Vers 1 markiert hier diese letzte Vision, denn Daniel 10 und Daniel 11 ist ja eine Vision und auch Daniel 12. It says, in the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel. So, where was he? Wo steht Daniel? Right here, right? Hier im 3. Jahr Kyros. And August 11th, 1840, who else was standing there prophetically? Am 11. August 1840, wer stand da auch noch prophetisch gesehen? John. Johannes. So Daniel gets the revelation here, John gets the revelation here, right? Daniel kriegt hier eine Offenbarung, Johannes kriegt hier eine Offenbarung. They're one book, Sie right? sind ein Buch. Daniel and Revelation is one, right? Daniel und Offenbarung ist eins. Okay, so the point is that right here, the books of Daniel and Revelation is getting open. This is what the latter rain poured out is represented, Der right? Punkt ist, dass Daniel und Offenbarung hier geöffnet werden. Das ist ja, wenn der Spätring ausgegossen wird. Okay. So, that's another thought, right? So, Daniel 10:1. Now when you go to Daniel 11, verse 1, Und jetzt gehen wir zu Daniel 11, Vers 1. he's still in the same place, Er ist immer noch buchstäblich, also im selben Platz, wo er war damals. but Gabriel now says to him, also I, in the first year of Darius the Mede. What's he doing? Und was macht Gabriel jetzt hier im ersten? Yes, he Yes. wants to take you back to Darius, right? Er verknüpft jetzt hier, wo er steht, mit der Zeit von Darius, dem Meder. Okay. Und So- dich zurückbringt dort. Now, how do we do this, right? Because we are showing that yes, the first year of Darius the Mede is the time of the end, right? Das erste Jahr von Darius, dem Meder, ist ja die Zeit des Endes. Right? Richtig? Guys, need to pay attention to get this point, right? Ich muss jetzt nochmal Acht haben, damit ihr den Punkt hier mitbekommt. So let's do it from here, right? The Sunday law is the time of the end, right? Sonntagsgesetz ist die Zeit des Endes. So you got two time of the end. You got time of the end here, Zeit des Endes hier and you got time of the end here, right? und die Zeit des Endes hier. So Gabriel's pointing to Darius right here, right? Und Gabriel weist ja hier auf Darius hin. But at this level, who's right at the beginning? Aber auf dieser Ebene, wer ist hier direkt am Anfang? Cyrus, right? Kyros. So who's here? Who are both here at the same time? Wer ist also beides hier an dieser selben Zeitpunkt? Darius and Cyrus, right? Darius und Kyros. Okay. So he's just saying, also I, in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. So he wants you to see that now he wants you to illustrate this from the time of the end, right? Muss ich also zeigen lassen, dass du das jetzt von der Zeit des Endes aus betrachten sollst. Because then he says in verse 2, Denn dann sagt er hier in Vers 2, now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia. Right? So, just like the lion and the bear, which is right here, the lion and the bear begins in the Sunday law. genauso wie jetzt hier der Löwe und der Bär, die beginnen ja beide dort am Sonntagsgesetz. He wants you to see these 2 kings together here right at the Ich beginning. möchte dir zeigen, dass diese 2 Könige hier direkt am Anfang sind. Okay.
because it gives you your start point of what he wants you to Und see. das gibt dir den Startpunkt von dem, was er dir zeigen möchte. Because in verse 2 he says, and now that you understand that, where I'm bringing you to prophetically, will I show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the 4th shall be far richer than they all. Right? So, we had our type of the time of the end in 1989. Right? Und wir hatten ja unseren Typus von der Zeit des Endes im Jahre 1989. So, what did we do? Und was haben wir getan? We just counted 4 kings, right, in America. Wir haben von dem Punkt, der dann 4 Könige in Amerika abgezählt. And who was the 4th that was far richer than them all? Und wer war der 4., der reicher war als alle anderen? Trump, right? Donald Trump. And did he stir up the whole world? Und hat er nicht die gesamte Welt aufgewühlt? Yes, Yeah. right? So you can see that's the literal interpretation, but it's pointing to something spiritual, the Sunday law, Das right? ist die buchstäbliche Interpretation, aber es weist auf etwas Geistliches hier im Sonntagsgesetz hin. And we understand that it's one kingdom, it's one empire, Wir right? verstehen, dass es ein Königreich ist, ein Kaiserreich. Okay. That's the point I wanted. All that was just so we can understand these couple of verses right here, right? Und all das ist dazu nötig, um diese Verse hier besser zu verstehen. The Bible is not a bedtime reading, right? Die Bibel ist nicht so eine Abendlektüre, It's a book that has to be seriously studied, right? sondern es ist ein Buch, was man ernsthaft durchstudieren muss. Now, I read a quote this morning. I'll just close on this quote, right? Und ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen und ich möchte mit diesem Zitat For those that abschließen. have a study Bible, Für diejenigen, die von euch eine Studienbibel haben, I wish I posted this morning. ich wünschte, ich hätte das heute Morgen gepostet. Okay, just let me post it very quickly. Lass mich das kurz posten. Okay. Okay. Got it here. Let me just post that now. Okay. It says, it's talking about the second commandment, right? It says, Sprich über das zweite Gebot. a few condemned pictures urging that they are prohibited by the second commandment and that everything of this kind should be destroyed. The second commandment prohibits image worship, but God himself employed these pictures and symbols to represent to his prophets lessons which he would have them give to the people, and which could thus be better understood than if given in any other way. So how is the gospel to be given? Wie wird das Evangelium gegeben? In pictures and symbols. In Bildern und Symbolen. He appealed to the understanding through the sense of sight. Prophetic history was presented to Daniel and John in symbols, and these were to be represented plainly upon tables, that he who read might understand. Right? So the only way to understand the gospel message is to present it upon tables, in pictures and symbols. Die Right? einzige Art und Weise, wie wir die Evangeliumsbotschaft darstellen können, ist, indem wir sie
auf Tafeln präsentieren in Bildern und Symbolen. So when you're studying the Bible, you need to place it upon a table, right? You have to place it and look at it and its symbols. It's like a huge puzzle that you have to bring together. Wenn du Right? die Bibel studierst, musst du sie platzieren. Das ist wie ein Puzzle und das sind diese ganzen Bilder und Symbole, die du zusammenbringen musst. Amen? Amen. Okay, let's close with Lass uns mit Gebet abschließen. Unser liebster Vater, ich will dir danken, dass wir diesen Tag mit deinem Wort beginnen konnten. Father in heaven, I want to thank you that we could begin this day with your word. Bitte hilf uns auch, heute Glauben auszuüben. And please help us to continuing exercising faith Und dir zu vertrauen, wenn Schwierigkeiten aufkommen. and to trust in you whenever problems arise. Und bitte gib uns auch Erkenntnis über deine Wege. And please grant us an understanding of your ways. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name. Amen.